Hallo und schön, dass du wieder da bist. Ich bin jetzt seit einem Jahr, nutze ich intensiv die Canon EOS R und habe so gemischte Gefühle, was die Nutzung oder die Verwendung on the job ist. Es gibt ein paar Details, die mir nicht so gefallen. Aus diesem Grund bin ich gerade dabei, das System zu wechseln. Das heißt, ich wechsle fast vollständig von Canon zu Sony. Und warum ich das mache und welche Gründe es dafür gibt, von der Canon EOS R wegzugehen, das erfährst du in diesem Video. Ja, hallo, mein Name ist Alex, ich bin Fotografin und Videografin und ich mache cinematische Videos und Videos zu den Themen Fotografie, Video und Drohnen. Und solltest du es noch nicht gemacht haben, dann abonniere doch gleich mal meinen Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, ich habe bis jetzt in meiner Videografie-Tätigkeit meine EOS R immer im Einsatz gehabt, also auch wirklich fast täglich im Einsatz gehabt. Ich habe meine 80D immer noch im Einsatz. Das ist übrigens die, mit der ich gerade filme. Tja, ich bin gerade am Wechseln. Ich habe meine Canon EOS R verkauft und in dem Video möchte ich dir einfach sagen, warum ich die verkauft habe, was mir aber gefallen hat, was mir nicht gefallen hat und warum ich dann trotzdem wechsle, obwohl so viele andere YouTuber sagen, die beste Kamera ist die EOS R und ich könnte mir gar nicht vorstellen, woanders hinzugehen. Also der Plan ist prinzipiell von der Canon EOS R zur älteren Sony A7 III zu wechseln. Gefallen hat mir an der EOS R der aufklappbare, der zur Seite klappbare Bildschirm, die hohe Auflösung des Viewfinders des elektronischen und des Displays. Was mir auch sehr gut an Canon gefallen hat, sind natürlich die Objektive. Klarerweise Canon macht mit Abstand die besten Objektive, die schärfsten Objektive und jetzt mit dem neuen RF-System sowieso. Was mir noch gefallen hat, war das super easy Menü. Canon ist da wirklich, das ist alles sehr intuitiv. Das Handling war super, es ist eine spiegellose Kamera, das heißt das Gewicht, die Größe, der Formfaktor hat mir alles ganz gut gefallen von der EOS R. Was mir auch super gefällt, sind die Picture-Profile, also die Bildprofile und das Log, das Canon C-Log, also das C-Log hat mir sehr gut gefallen. Ich habe die Kamera vorwiegend in Full HD betrieben. Ich habe nur recht selten eigentlich 4K gefilmt. Das heißt für mich persönlich, ich brauche kein 6K. Ich brauche kein 8K. Ich meine, ich schneide das mit dem Computer hier. Wenn ich da mal eine Stunde oder eine halbe Stunde 4K-Material reinpacke, was ich dann kürze auf, weiß nicht, 3, 4, 5 Minuten oder sowas, der hackelt sich zu Tode. Das packe ich einfach nicht und ich muss effizient arbeiten. Ich mache sehr viel im Action-Bereich, kann man sagen. Also ich begleite die Feuerwehr, ich mache meine B-Roll-Aufnahmen sind meistens eigentlich A-Roll-Aufnahmen, weil das ist das, was mir am meisten gefällt. Einfach super coole Videoaufnahmen machen, die aber zu einem Thema passen oder irgendwas, eine Geschichte erzählen. Das konnte ich alles mit Full HD. Ich habe meistens dann mit 50 Bilder pro Sekunde gefilmt. Dadurch konnte ich 50% reduzieren. Aber wenn wir jetzt für den Kanal Semi Combat Systems einfach irgendwelche Promo-Videos oder Erklärvideos gefilmt haben, dann hat das bisher grob gereicht. Manchmal musste man sich dann einfach mit Standbildern aushelfen oder mit zusätzlichen Aufnahmen. Ich meine, es sind sowieso immer zusätzliche Aufnahmen drin. Man findet immer mehr, als was man braucht. Aber die Standbilder haben dann halt am flüssigsten reinpasst, weil ich nicht einfach einen Cut machen wollte, sondern es sollte ausschauen, wie wenn das eins ist. Nur hat sich im Standbild, wie der Name schon sagt, einfach gar nichts bewegt. Die Idee ist also 120 Bilder pro Sekunde oder 100 Bilder pro Sekunde. Bei der EOS R gibt es die Möglichkeit, 100 Bilder pro Sekunde zu schießen oder 120 Bilder pro Sekunde zu schießen. Allerdings ohne Autofokus und ohne Ton. Gut, der Ton wäre jetzt nur für mich relevant, wenn ich sage, okay, ich will die Aufnahmen mit irgendwas synchronisieren. So, und die EOS R hat halt nur in 720p, also in HD Ready, heißt das HD Ready oder heißt das HD? Wie auch immer, in 720p hat es geschafft, ohne Autofokus, ohne Ton. Die neueren Modelle, die haben jetzt auch schon in Full HD höhere Bildraten, also High Frame Rates. Allerdings kriegt es einfach Canon nicht gebacken, 100 oder 120 Bilder pro Sekunde mit Autofokus zu machen. Canon hat einen der besten Autofokusse, die es am Markt gibt. Ich kann nicht immer manuellen Fokus nehmen. Ich meine, ich benutze viel den manuellen Fokus. Wenn ich jetzt sage, also die Motive und so weiter bewegen sich nicht viel, dann arbeite ich relativ viel mit manuellen Fokus, weil das einfach viel besser dann zum Einstellen ist. Ich bin viel flexibler und kann mich auch eher dann
darauf konzentrieren, den Fokus richtig zu drehen, zu ziehen, wie auch immer das dann heißt. Wenn ich aber jetzt einen Actionfilm, wo 2 Leute kämpfen oder sich die Feuerwehr rasant bewegt oder was auch immer, da kann ich nicht mit dem manuellen Fokus arbeiten, weil ich mich konzentrieren muss, dass die anderen Einstellungen passen. Ich muss schauen, dass die ISO passt. Ich muss schauen, dass die Kamera und das Frame passt. Deswegen ist das einer meiner Hauptgründe, vom Canon wegzugehen. Ich habe mir überlegt, die Canon EOS R ein halbes Jahr länger zu behalten, sollte Canon ein neues Modell vorstellen. Es wurde geleakt, dass die Canon die EOS R5, also vom Typ 5 vorstellen wird. Die soll sogar in 4K 120 Bilder pro Sekunde schaffen, aber ich schwöre dir eines. Die Canon, die neue, die dann rauskommen soll vielleicht, die dann in ein paar Wochen vorgestellt wird, ich sag da, kein Autofokus bei 120 Bilder pro Sekunde. Schaffen die nicht. Da können jetzt noch so oft reinschreiben, 4K 120 Bilder pro Sekunde. Das schaffen sie nicht. Und deswegen der Wechsel zu Sony. Sony hängt gerade ein bisschen hinterher, aber ich glaube, da kommt noch was. Auf jeden Fall kann man sich auf die verlassen. Und die machen das schon seit quasi Anfang an. Bei 120 Bilder pro Sekunde gibt es einen Autofokus und den Ton. Ja, wie leibend ist das? Das ist super zum Synchronisieren, dann nimmst du den einfach auf, fertig. Ich habe mich entschieden für die A7 III, weil es noch keine A7 IV gibt. Es gibt eine A7 R4 und vermutlich wird eine A7 IV oder eine A7 S3 vorgestellt. Also S bedeutet in dem Fall mehr im Videobereich. Wenn kein Buchstabe danach ist, dann ist es eher mehr so Foto und Video. Und wenn es eine hohe Pixelanzahl hat, dann ist meistens diese R, also eine A7R zum Beispiel, hat voll viele Megapixel, ist super geil für Fotos, eine A7S ist super geil für Videos und der Hybrid ist eher so dazwischen, wenn kein Buchstabe ist. Ja, ich habe mich für die A7 III entschieden, vorgestellt wurde sie im Februar 2018, die Canon EOS R zum Vergleich wurde vorgestellt im September 2018. Das heißt in beiden im selben Jahr. Die A7R ist ein bisschen älter. Ich habe mich gut informiert. Haben wir schon überlegt, ob ich nicht zu Panasonic gehe und mir eine Lumix nehme, also eine GH5 oder eine GH5S oder ich warte auf die GH6. Eine S1H wäre mir ein bisschen zu teuer, weil da kostet der Kamerabody einfach schon mal 4.000 € und für meine Zwecke, ich meine, die Kamera ist sicher cool und spielt alle Stücke, aber wie gesagt wieder 6K, 8K, keine Ahnung was, brauche ich nicht. Und man muss sich einfach bewusst werden, was für einen selbst wichtig ist, was man für seine Arbeit braucht. Wenn das Feature hat, was du nie im Leben brauchen wirst, dann brauchst du die Kamera nicht kaufen. Mir ist bewusst, dass der Viewfinder nicht ganz so gut ist. Mir ist bewusst, dass das Display keine hohe Auflösung hat und nicht so hell gemacht werden kann. Das heißt, wenn es draußen hell ist, wird es vielleicht schwerer, was zu sehen. Das Display lässt sich nur kippen. Man kann es nicht auf die Seite oder drüber hochkippen, dass man reinschauen auch kann. Das sind einmal die Downsides, die mir prinzipiell mal bewusst sind. Die positiven Aspekte, über die ich mich informiert habe, sind natürlich die 120 Bilder pro Sekunde mit Autofokus und Audio, 2 Kartenslots. Alle jammern darüber, ein Kartenslot ist nur UHS 2 und der andere ist UHS 1. Ich habe mir mal meine Karten angeschaut, die ich so benutze, die ich auch in der EOS R benutzt habe, die übrigens nur einen Kartenslot hat. Ich glaube, ich habe überhaupt nur eine UHS 2 Karte. Das heißt, ich habe eigentlich alles mit UHS 1 gemacht und ich habe nie Probleme gehabt. Die Sony hat einen Sensor-Shift, eingebaute Bildstabilisierung, die Canon hat gar keine. Battery Life 610 Shots, 610 Bilder bei der Sony, im Gegensatz zu 370 Bilder bei der Canon. Die Sony hat größere Pixel auf ihren Sensor, wenn der Sensor ungefähr gleich groß ist. Dann sind die Pixel größer, größere Pixel heißt besser im schlechten Licht. Habe ich schon mal in einem Video erklärt, solltest du dir zu Herzen nehmen. Ja, mir ist natürlich bewusst, wenn mein System wechselt, sind das Kosten. Einerseits, du kaufst dir eine Kamera, die kostet, weiß nicht, 2.000 € und dann nutzt das, oder wenn du es auch nur ein bisschen nutzt und du willst es verkaufen, verliert sie an Wert. Weil keiner kauft dir eine geöffnete Box um denselben Preis, als du gekauft hast. Die EOS R kostet momentan 1.700 € aufgerundet und die Sony A7 III kostet ca. 1.800 € aufgerundet bei Amazon. Ich
verkaufe nicht alle meine Canon-Sachen. Meine 80D bleibt weiterhin auch im Studio stehen, da werde ich wahrscheinlich nicht viel mehr brauchen. Vielleicht werde ich ab und zu mal, vielleicht werde ich irgendwann mal einfach schon die Sony reinstellen oder vielleicht werde ich die Canon einfach als Zweitkamera, dann als Drittkamera dann irgendwann mal nutzen oder was auch immer. Schlecht ist sie nicht und sie ist sehr intuitiv, das heißt, die kann ich jemanden in die Hand drücken und er soll einfach mal machen. Ja, für meine 80D habe ich jetzt noch 3 Objektive, die übrig geblieben sind. Das ist einerseits habe ich noch das EFS 24 mm Festbrennweite Pancake. Ich habe ein 50 bis 100 mm von Sigma und ein 18 bis 35 mm 1.8 von Sigma, mit dem ich auch gerade filme. Das ist eins meiner der geilsten Objektive überhaupt, finde ich. Die bleibt mir auf jeden Fall erhalten. Alle anderen Objektive bin ich jetzt losgeworden. Das heißt, ich bin sowohl mein 50 mm RF 1.2 losgeworden, mein EF 16 bis 35 2.8 Mark III bin ich losgeworden und die EOS R selber bin ich auch losgeworden. Ja, ich weiß, dass die Sony natürlich ein übles Menü hat. Wenn ich mir die Sony kaufe, muss ich natürlich einiges lernen. Das Handbuch ein bisschen wälzen, im Internet schauen, das eine oder andere einstellen. Ich weiß aber schon, was ich haben möchte, was ich eingestellt haben möchte. Ich muss nur schauen, was die Kamera genau kann, wie es zum Einstellen ist, Custom-Button belegen und. Das wird sicher auch noch etwas mühsam werden. Wenn ihr wechseln wollt, egal zu welchem System oder von welchem System ihr kommt, ist es immer mit Kosten verbunden. Nicht leichtfertig treffen die Entscheidung, wenn ihr genug Geld habt, dann und eine andere Kamera wollt von einem anderen System, dann nehmt euch die einfach zusätzlich. Bei mir macht es einfach keinen Sinn, die zusätzlich zu haben. Ich hoffe, das Video hat einige Fragen geklärt. Für mich war es sehr aufschlussreich, auch nochmal drüber zu reden. Mich freut es, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Bist du von Canon auch schon mal zu Sony gewechselt oder wechselst du von Sony zu Canon oder hast du überlegt, überhaupt einmal System zu wechseln? Beantworte die Frage doch einfach unten in den Kommentaren. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir ein Like da und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf den Laufenden zu bleiben. Danke fürs Zusehen und ciao.